Hi und herzlich willkommen. Ich wollte dir heute zeigen, wie ich dieses Muster hier in dem Tuch mit den Herzchen gehäkelt habe. Hier oben dieses Muster nicht, das ist so ein einfaches Wechselmuster, nur hier unten das mit den Herzchen. Für die Herzchen hier, du siehst es, ich habe sie nicht gespannt, also du musst das Tuch nach deiner Handarbeit spannen, damit die Herzchen hier gut rauskommen. Denn sonst werden die sich, so wie hier zum Beispiel, immer nach außen drehen. Ja? So. Und du musst bedenken, das hier ist der Part, der über die Schultern kommt, dass die Herzchen, wenn du es anziehst, auf dem Kopf stehen. Ja? Ich kann es dir aber jetzt nur so zeigen, wie ich es so gehäkelt habe. Wenn du das so machen möchtest, bist du mir hier natürlich herzlich willkommen. Ich finde es persönlich nicht schlimm, wenn die Herzchen halt auf dem Kopf stehen, denn man kann ja erkennen nachher, dass es Herzchen sind. Ja? Aber wie gesagt, du musst es spannen, sonst kommen die nicht so schön raus. Ja? Ich habe dieses Tuch oder dieses Muster einmal mit einer Vierernadel gehäkelt. Da hat es mir nicht sehr gut gefallen. Also es war okay, aber ja, war dann hier mit der, ich glaube, Dreiernadel ist das hier definitiv schöner. Denn wenn du das hier siehst, es ist schon ganz goldig. Ja, und wie ich dieses Tuch gehäkelt habe oder dieses Muster gehäkelt habe in einem Tuch, das möchte ich dir jetzt gerne zeigen. So, einmal noch zu diesem Tuch. Das hier ist mit einer Bobbel gehäkelt, mit einer Vierfach-Bobbel, 50% Baumwolle, 50 Polyacryl und einer Dreiernadel. Und ich werde dir das Ganze jetzt zeigen, einmal mit einer 3,5er Nadel und ja, so einem Garn. Ja, also man kann das, glaube ich, aus jedem Garn häkeln, was man möchte. Ich finde, wenn es mit einer Bobbel geht, kann man das auch mit einem Baumwollgarn machen. Aber wie gesagt, du musst gucken, was für ein Garn, was für eine Nadel dein Garn empfiehlt. Ich würde bei diesem Muster, bei dem Herzchenmuster, immer eine feine kleine Nadel nehmen, denn umso schöner kommt das nachher raus einfach. Ja? So, einmal das Tuch zur Seite und dann starte ich mit meiner ersten Masche und ich häkle 4 Luftmaschen. 3, 4 und steche dann wieder in die erste ein und schließe die Masche oder die Runde. So. Ich starte immer so mit meinen Tüchern, weil ich das Tuch gerne sozusagen an diesem kleinen Ring dann hier auch aufhänge zum Beispiel. Und du kannst auch mit einem magischen Ring starten, aber ja, ich starte wie gesagt so. Und ich zeige es dir, so wie ich es bei mir gehäkelt habe, damit ich auch weiß, wovon ich spreche einfach. Ja, so, nachdem du das geschlossen hast zu einem kleinen Kreis, gehe ich jetzt 4 Luftmaschen nach oben. Die ersten 3 Luftmaschen sind mein Ersatzstäbchen sozusagen und die 4. ist ein Zwischenraum. Dann nehme ich den Umschlag auf die Nadel, steche in die Mitte von meinem Kreis ein, hole den Faden und mache ein Stäbchen. Und das wiederhole ich jetzt noch 4 Mal, so dass ich insgesamt ohne das Ersatzstäbchen 5
Stäbchen habe. Vier und das 5. So. Das ist jetzt sozusagen die erste Seite von meinem Tuch. Für das Herzchenmuster benötige ich auch insgesamt 5 Maschen jeweils. Und das Muster besteht aus 2 Reihen. Ja, dann folgt die Ecke des Tuches. Da mache ich 2 Luftmaschen, nehme wieder den Umschlag auf die Nadel und mache noch einmal in den Zwischenraum hier 5 Stäbchen. Das 4. und das 5. Damit die Ecken gleich sind, gehe ich jetzt auch wieder hin, mache eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in den Zwischenraum. Das ist jetzt dieses Stäbchen für die 3 Luftmaschen, die ich am Anfang nach oben gegangen bin, für mein Ersatzstäbchen. So, jetzt gehe ich wieder 4 Luftmaschen nach oben, wende meine Arbeit und mache hier in den Zwischenraum noch einmal 2 Stäbchen. Das mache ich bei meinen Tüchern immer. So, das war der Start. Und jetzt folgt schon der Start für das Herzchen. Und zwar 2 Luftmaschen. Für die 2 Luftmaschen überspringe ich die ersten beiden Maschen, steche in die dritte ein und mache eine feste Masche. Dann arbeite ich wieder 2 Luftmaschen, nehme den Umschlag auf die Nadel und arbeite in den Zwischenraum in die Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. So. Jetzt auf der anderen Seite starte ich wieder mit 2 Luftmaschen, also ich starte hier genauso wie ich hier geendet habe. Ja, so, die 2 Luftmaschen, ich überspringe die 2 Maschen, 1, 2, in die dritte steche ich ein und mache eine feste Masche. Dann folgen wieder die 2 Luftmaschen und hier in den Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So. Jetzt kommt die nächste Runde schon. Mit 4 Luftmaschen gehe ich nach oben, wende meine Arbeit und arbeite wieder in den Zwischenraum 2 Stäbchen. So, hier vorne diese Stäbchen, die 2 Maschen, die fülle ich auf mit 2 Stäbchen, also in jede Masche dann ein Stäbchen, bis ich an meine Luftmaschen gelange. So, jetzt bin ich hier bei meinen Luftmaschen und sozusagen an dem Oberteil von meinem Herzchen, an den 2 Rundungen. Die kriegen wir hin, indem man 1, 2 Luftmaschen macht. Dann gehe ich hin und halte mir hier bei der zweiten Luftmasche einmal fest und dann kommen noch zusätzlich 4 Luftmaschen und diese schließe ich sozusagen, indem ich in die erste hier wieder einsteche, ja, die ich hier frei habe an meinem Daumen. Das heißt, wenn du
das nicht festhältst, ist es 1, 2, die dritte Luftmasche. Du stichst sozusagen in die dritte Luftmasche dann ein, holst den Faden und ziehst ihn durch beide Schlaufen durch. Dann hast du sozusagen hier so ein kleines Mausezähnchen. Ja? Und dem folgen dann wieder 2 Luftmaschen. Dann Umschlag auf die Nadel. Und jetzt werden hier die 2 Luftmaschen, die feste Masche und nochmal die 2 Luftmaschen übersprungen. Und wir stechen hier in die Masche ein, wo unser Stäbchen startet und machen ein Stäbchen. So. Und das ist dann schon sozusagen das erste Herzchen. Ja. Dann in die nächste Masche wieder ein Stäbchen. Und du siehst, es dreht sich, aber das ändern wir auch gleich, dass sich das nicht mehr so stark dreht mit der nächsten Runde. Wird sich das geben. So, jetzt arbeite ich wieder die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. Und hier fülle ich jetzt wieder die Maschen auf, also meine beiden Stäbchen mit 2 Stäbchen. 1, 2. Und ich bin sozusagen wieder an dem Teil von dem Herzchen. Das heißt wieder 2 Luftmaschen. Ich halte hier mit meinem Daumen die zweite Masche fest, arbeite noch einmal 4 Luftmaschen, steche hier in die erste ein, hole den Faden durch und hole ihn durch die zweite Schlaufe durch und arbeite nochmal 2 Luftmaschen. Umschlag auf die Nadel und hier in das folgende Stäbchen einstechen. Und die Masche auffüllen, das nächste auch wieder ein Stäbchen und dann bin ich wieder an der Ecke. Das heißt, hier folgen wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Ein Stäbchen. Also 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So rum. Jetzt aber. So, und du siehst jetzt hier, es dreht sich nach außen. Deswegen bin ich hingegangen und habe dort jetzt bei meinem Tuch einfach noch mal eine Runde Stäbchen draufgesetzt. Das heißt, ich arbeite jetzt wieder meine 4 Luftmaschen, wende meine Arbeit, steche in den Zwischenraum ein, mache 2 Stäbchen, 2 und mache jetzt in jede Masche ein Stäbchen rein. Ja? Bei den Luftmaschen, die du hier gehäkelt hast, kannst du jetzt natürlich hingehen und in jede Masche einstechen. Ja? Oder du gehst hin und häkelst drumherum sozusagen, also stichst drumherum. Ja? Das kannst du auch machen. Das Einzige, wo ich nicht drumherum häkeln würde, wo ich wirklich einstechen würde, ist hier bei dem Nopsen sozusagen. Und da guckst du, dass du beide Schlaufen auf der Nadel hast und ein Stäbchen reinhäkelst. Und dann kannst du wieder drumherum stechen. Wieder 2 Stäbchen. Also für jede Masche dann sozusagen ein Stäbchen. So, siehst du? Und schon dreht es sich nicht mehr so stark ein. So, und das hier wird wieder aufgefüllt mit den Stäbchen, also jede Masche ein Stäbchen. Und wenn du an der Ecke bist, wieder 2 Stäbchen, 2
Luftmaschen, zwei Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in den Zwischenraum häkeln, damit du deine Spitze bekommst von dem Tuch. So, hier die 4, 1, 2, 3, 4 Stäbchen fülle ich wieder auf mit den Stäbchen. 2, 3 und 4. Dann bin ich wieder hier an meinem Herzchen. Ich gehe hin und hole mir diesen Nupsi nach unten. Den halte ich dann so ein bisschen fest. Mache dann meine beiden Stäbchen um die beiden Luftmaschen. Wie gesagt, du kannst auch in die Luftmasche einstechen und das Stäbchen häkeln und dann hier wieder darauf achten, dass du beide Schlaufen auf die Nadel bekommst und dann ein Stäbchen. Ja? Und dann hier wieder drumherum 2 Stäbchen. Da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Mittel und Wege, das zu häkeln. Ich habe das mir jetzt so ausprobiert, versucht und bin so ganz gut klargekommen. Den ganzen Prozess, wie ich mir das zusammengeschustert habe, siehst du samstags in meinen Videos. Musst du ein bisschen in den vergangenen Videos gucken, da zeige ich die Sachen und da zeige ich auch, wie das Tuch entstanden ist. Einmal mit der 4er Nadel und einmal mit der 3er Nadel. Ja, genau, die Ecke gehäkelt und jetzt wieder 4 Luftmaschen nach oben. Einmal wenden und in den Zwischenraum wieder die beiden Stäbchen. So. No. Und jetzt kannst du hingehen, da dein Muster ja aus 5 Maschen besteht, kannst du das jetzt auch wieder einsetzen. Ich gehe gern hin und habe hier in die erste Masche immer ein Stäbchen bei meinem Tuch gehäkelt und danach mit dem Muster angefangen. Also dann 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen in die dritte Masche, eine feste Masche, wieder 2 Luftmaschen, 1, 2 in die dritte, dann ein Stäbchen. Das kannst du auch variieren. Ich bin hingegangen und habe zwischen den Herzchen dann immer 2 Stäbchen platziert, damit die einfach ein bisschen Abstand haben. Ja, aber das kannst du machen, wie du das möchtest. Dann wieder 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen in die dritte Masche, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen in die dritte Masche, das Stäbchen und dann 2. Und jetzt reicht das ja nicht mehr für ein Muster und das habe ich dann einfach aufgefüllt. Du kannst natürlich auch hingehen und die Sachen dir auszählen, dass die Herzchen halt direkt übereinander sind, wenn du das möchtest. Ich persönlich habe das halt nicht gemacht, weil ich das so ganz schön fand, wenn sie halt laufen, wie sie laufen. Ja. In der Ecke wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann starte ich hier wieder, wie ich hier geendet habe. Man kann das auch ganz gut kontrollieren, indem man einfach guckt, wie viele Stäbchen habe ich gehäkelt. 1, 2, 3, 4 und das heißt, ich mache dann hier 4 Stäbchen, bevor ich mit dem Muster einfach starte. Ja? Und das 4. So. Und dann folgt wieder 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen in die dritte, die feste Masche, 2 Luftmaschen, Umschlag auf die Nadel, 1, 2 überspringen in die dritte, das Stäbchen
und nochmal ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen, die feste Masche, 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen und hier wieder ein Stäbchen und ich bin an der Ecke, das heißt wieder 2 Stäbchen in den Zwischenraum, eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen. So, und so startet der zweite Musterverlauf. Dann wieder 4 Luftmaschen, einmal wenden, in den Zwischenraum 2 Stäbchen und jetzt hier die Stäbchen auffüllen, bis man bei den Luftmaschen ist. 1, 2, 3. So, und jetzt kommen wir wieder zu den oberen Teil des Herzchens. Das heißt 2 Luftmaschen. Ich halte meine Luftmasche fest, mache noch einmal 4 Luftmaschen, steche in die eine hier ein und ziehe den Faden einmal komplett durch, halte den Nopsi fest und dann wieder 2 Luftmaschen, nehme den Umschlag auf die Nadel und steche hier bei den Stäbchen wieder ein für die Stäbchen zu häkeln. So, dann folgt das nächste, das heißt wieder 2 Luftmaschen. Ich halte fest, mache 4 Luftmaschen und steche dann sozusagen in die 1, 2 in die dritte Masche ein, wenn du es nicht festhältst, und ziehe den Faden einmal durch. Dann folgen wieder 2 Luftmaschen und ich steche mit Umschlag auf der Nadel in das erste Stäbchen wieder ein und nehme mein Stäbchen auf, sozusagen. Und das hier fülle ich jetzt auf mit Stäbchen. Du könntest jetzt hingehen, da von mir aus auch mit einem Herzchen starten, wenn die Maschen ausreichen. Aber ich fand das schöner, wenn die Herzchen halt dann immer in einer Reihe sind. Zwar nicht immer direkt übereinander, aber ja. So, an der Ecke wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, und damit du hier ja wieder gleich bist, füllst du auf. Überall dort, wo ein Stäbchen ist, machst du ein Stäbchen hin, bis du vorne an deinen Musterstart kommst von dem Herzchen. So, der letzte. Und jetzt folgen wieder 2 Luftmaschen und 1, 2, 3, 4 Luftmaschen für diesen Nopsi. Und noch einmal 2 Luftmaschen, Umschlag auf die Nadel und hier bei dem Stäbchen folgt das Stäbchen. 2, dann wieder die 2 Luftmaschen, festhalten, 4 Luftmaschen, in die erste der 4 Luftmaschen einstechen, Faden durchholen und wieder 2, 1, 2 Luftmaschen. Umschlag auf die Nadel und wieder hier bei dem Stäbchen einmal einstechen und das Stäbchen häkeln. So, und dann wieder auffüllen, bis man am Ende ist. Hier in den Zwischenraum wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. 4 Luftmaschen, um nach oben zu gehen, die Arbeit wenden und in den Zwischenraum wieder 2 Stäbchen.
Die Herzchen sind so ein bisschen verschoben, weil wir ja die Arbeit wenden. Und deswegen sind die so ein klein Ticken verschoben, weil wir in Hin- und Rückrunden häkeln und nicht alles in einer Richtung häkeln. Nur, dass du das schon mal gehört hast, nicht, dass du dich nachher wunderst. So, die Stäbchen hier fülle ich jetzt auch auf, weil ich jetzt die Runde nur mit Stäbchen häkel. Ja, damit das Muster einfach schöner rauskommt. So, und hier wieder dran denken, den Nopsi ein bisschen nach unten drehen. 2 Stäbchen für die beiden Luftmaschen häkeln. Dann hier in das Mausezähnchen einstechen, ein Stäbchen häkeln und dann wieder nebendran die beiden Luftmaschen als Stäbchen. So, hier wieder in die Maschen die normalen Stäbchen. Nupsi nach unten drehen. Mausezähnchen. Ich glaube, das heißt Mausezähnchen. Aber gut, ich bin da drin auch nicht so bewandelt, weil ich mache das Ganze nur als Hobby und ich kann es dir, wie gesagt, nur so zeigen, wie ich es für mich gehäkelt habe, wie ich es für mich ausprobiert habe. Ja, und das gebe ich dann auch gerne weiter. Ich denke, dass, wenn man das dann so häkelt, wie ich es gezeigt habe, dass das vielleicht funktioniert, hoffentlich. Ja. So, und dann hier einfach alles einmal auffüllen. Für diese Spanne hier hätte man sich vielleicht noch ein Muster überlegen können. Da könntest du ja zum Beispiel Reliefstäbchen im Wechsel häkeln, dann ist das nicht so eintönig noch. Aber ich habe es so gelassen, weil ich fand, mit den Herzchen ist das schon ganz gut und genug. Also für mich, ja. Dir sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Du kannst da wirklich dann noch dazu häkeln, was du möchtest. Du kannst auch ein Lochmuster reinmachen, zum Beispiel, so wie ich es gemacht habe, nachher oben drauf. Oder ja, irgendwas, was du möchtest einfach. Ne? Wenn dir das andere dann besser gefällt, zum Beispiel mit den Reliefstäbchen, Lochmuster oder Überkreuz, je nachdem, was du gerne hättest. So, das letzte Stäbchen hier. Und dann wieder den Nupsi runterdrehen und jeweils das Stäbchen häkeln. 2. Dann bin ich hier bei dem Mausezähnchen einstechen und drumherum Stäbchen häkeln. Ups. Na. So. Dann hier die 2 Stäbchen und noch einmal das eine Stäbchen. Dann wieder den Nupsi nach unten drehen und die Stäbchen häkeln. 1, 2, in das Mausezähnchen einstechen und ein Stäbchen und dann hier wieder 2 Stäbchen für die Luftmaschen und dann wieder einmal komplett auffüllen. Das kannst du jetzt so lange häkeln, wie dein Garn es hergibt. Oder du machst es wie ich und häkelst nur einen Teil so und den anderen Teil dann mit einem anderen Muster. Wie gesagt, ich habe das einmal mit einem großen Bobbel gemacht und einer Vierernadel und dann mit der Dreiernadel und jetzt siehst du es auch mit einer 3,5er Nadel. Ja?
Also, und wie gesagt, du musst, also ich würde das Tuch dann, wenn du möchtest, dass das Muster super gut rauskommt, einmal spannen. Mit Spannen kenne ich mich aber nicht aus. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe mein Tuch auch nicht gespannt, ich habe es auch nicht gebügelt, ich habe das so gelassen. Aber ich kann auch gut damit leben, dass sich die Nupsen so ein wenig verdrehen. Ja? So, ich zeige dir das jetzt noch mal kurz von nahen, dass du das schön siehst. Ja? Und so kannst du dann immer weiter hochgehen. Du kannst, wie gesagt, es dir auch auszählen, wo du die Herzchen hinhaben möchtest. Ich habe es, wie gesagt, nicht gemacht, weil mir das so ein bisschen durcheinander gut gefallen hat. Ne? Also, ja, und ich finde auch jetzt hier mit der 3,5er Nadel kommt das doch ganz gut raus. Ne? So. Und wie gesagt, das hier ist auch mit einer kleineren Nadel gehäkelt. Aber sie trillern sich halt. Ja, manche nicht, manche schon. Ne? Ja. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Handarbeiten. Ich hoffe, dir hat die kleine Anleitung zu diesem Tuch gefallen. Wie gesagt, es sind dir keine Grenzen gesetzt. Du kannst das so häkeln, so groß häkeln, wie du möchtest, wie es dein Garn hergibt. Und ja, viel Erfolg, viel Spaß. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen da, damit ich weiß, dass das so in Ordnung war. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!